In der mittagssonnendurchfluteten Steppe war die Elefantenherde in der Ferne verschwunden und hatte nur noch eine goldene Staubwolke zurückgelassen, die der Wind verwehte. Das Elefantenbaby Naru war so vertieft darin, dem seichten Wasser zu folgen, dass es zurückfiel und mit seinen winzigen Füßen auf dem glühend heißen Boden landete. Als Naru die ungewöhnliche Stille bemerkte, erstarrte sie im trockenen Gras, ihre kleinen Ohren zuckten leicht vor Verwirrung. Der heiße Wind trug den Duft von Staub vermischt mit dem Geruch von Beute heran, sodass sich die Luft um Naru mit jedem Atemzug erdrückend anfühlte. Im Schatten eines entfernten Akazienbaums lag der männliche Löwe still und beobachtete die kleine Gestalt, sein kalter Blick auf sie gerichtet. Blitzschnell sprang der Löwe auf und stürzte sich auf ihn, sodass Sand aufgewirbelt wurde und die friedliche Szene sich in einen lodernden Albtraum verwandelte. Naru drehte sich um und rannte davon, wurde aber von einem heftigen Schlag zu Boden geworfen, seine Augen und sein Rüssel waren mit Staub bedeckt. Der Löwe nutzte seine Kraft, um Naru in eine abgelegene Ecke hinter einem dornigen Busch zu zerren, wo das Sonnenlicht durch das Laubwerk gestreut wurde. Narus Haut war von stechenden Kratzern übersät, ihre Atmung wurde immer schwerer, und ihre schwachen Schreie verhallten im Wind. Der Löwe trotzte dem Wind und versuchte, seine Beute zu bewachen, während Naru sich nur zusammenkauern und ausharren konnte. Plötzlich erbebte der Boden leicht unter den eiligen Schritten, und das wilde Gebrüll der Elefantenmutter zerriss den Raum. Angesichts dieser gewaltigen Kraft war der Löwe gezwungen, Naru zurückzulassen und sich immer weiter zurückzuziehen, bis er in der Savanne verschwand. Die Elefantenmutter eilte herbei, um Naru zu beschützen, stellte sich zwischen sie und den Rückzug des Löwen, ihre Ohren weit ausgebreitet wie ein lebender Schild. Er beugte sich hinunter, berührte mit seinem Rumpf den Rücken seines Sohnes und prüfte dessen Atmung, seine entsetzten Augen auf den staubbedeckten Körper gerichtet. Naru wimmerte leise, ihre Beine zitterten, und sie zog verzweifelt ihren Rüssel zu ihrer Mutter, als klammere sie sich an einen letzten Strohhalm der Sicherheit. Die Elefantenmutter stieß einen langen, anhaltenden Schrei aus, dessen schwerer Klang weit und breit widerhallte, als riefe sie die Herde, als riefe sie den gesamten Himmel zum Zeugen auf. Es umkreiste das Kind einige Schritte lang, blieb dann stehen und stampfte mit dem Fuß energisch auf den Boden, um jegliche verbleibende Gefahr abzuwehren. Naru versuchte, den Kopf zu heben, aber der Schmerz ließ ihre Augenlider schwer werden, und ihr Atem war so dünn wie ein Blatt Papier im Sonnenlicht. Die Elefantenmutter schob das trockene Gras vorsichtig beiseite, schuf so einen kühleren Platz und berührte dann die Wunde erneut leicht mit ihrem Rüssel. Einen Moment lang verharrte es regungslos und lauschte, als erwarte es eine Antwort, doch die Savanne antwortete nur mit dem Wind. Schließlich verwandelten sich die Schreie der Elefantenmutter in einen schnellen, dringlichen Rhythmus, wie ein Hilferuf an alle Vorbeikommenden. In der sengenden Mittagssonne patrouillierten zwei Ranger, Isen und Jabari, am Rande des Reservats, ihre Hemden waren Schweiß und Staub getränkt. Sie waren an die Geräusche von Vögeln und Gras gewöhnt, aber heute hörten sie das unaufhörliche Gebrüll von Elefanten, ein Geräusch, das sich deutlich von ihrem gewohnten Rhythmus unterschied. Isen gab dem Auto ein Zeichen zum Anhalten, und beide blieben einige Sekunden stehen, um sich zu orientieren, dann gingen sie langsam im Rhythmus des Geräusches weiter. Aus der Ferne sahen sie die Elefantenmutter auf dem offenen Feld stehen und sich im Kreis drehen, ihr Rüssel schlug heftig hin und her, ihre Ohren zuckten vor Panik. Jabari senkte die Stimme, um ihn nicht zu provozieren, während Isen beide Hände hob, um zu signalisieren, dass er keine Absicht hatte anzugreifen. Sie machten kleine Schritte und hielten einen sicheren Abstand, damit sich die Elefantenmutter allmählich an den menschlichen Geruch im hellen Sonnenlicht gewöhnen konnte. Als er näher kam, sah Isen Naru auf der Seite liegen, ihr Körper mit Staub und getrocknetem Blut bedeckt, ihr Atem schwach, als ob sie jeden Moment aufhören würde zu atmen. Jabari beobachtete die Augen der Elefantenmutter und verstand, dass es sich um einen Hilferuf handelte, nicht um Wut, die sich gegen die Menschen richtete. Isen beugte sich hinunter, untersuchte rasch die Wunden und schätzte das hohe Infektionsrisiko ein, das durch die zu lange Einwirkung von Staub und Hitze entstanden war. Die Elefantenmutter stellte sich vor Naru und versperrte ihm mit dem halben Körper den Weg, griff aber nicht an, stattdessen stieß sie einen heiseren, flehenden Schrei aus.
Ethan legte die Hand auf seine Brust und deutete auf den Sanitätskasten, als wolle er versprechen, zu helfen und das Baby nicht wegzunehmen. Die Elefantenmutter zögerte einige Atemzüge lang, dann machte sie langsam einen Schritt zurück und schuf so eine kleine Chance zur Rettung. Ethan öffnete seine Werkzeugtasche und tat dies bewusst langsam, damit die metallischen Geräusche die Elefantenmutter nicht erschreckten. Jabari stand etwas abseits, hielt Blickkontakt mit der Elefantenmutter und sprach ununterbrochen in einem beruhigenden, wiegenliedartigen Ton, um ihr zu helfen, ihre Fassung zu bewahren. Ethan benutzte eine antiseptische Lösung, um die eingerissene Stelle schnell abzuwischen, sowohl um Schmutz zu entfernen als auch um das Risiko einer sofortigen Infektion zu verringern. Naru zuckte leicht zusammen, atmete dann schwach, versuchte aber dennoch, ihren Rüssel an das Bein ihrer Mutter zu drücken, als suche sie Halt. Ethan wickelte den Verband in mehreren Lagen um und übte gerade so viel Druck aus, dass die Blutung gestoppt werden konnte, ohne ihn zu fest anzuziehen, um Naru nicht noch mehr Schmerzen zuzufügen. Jabari gab der Elefantenmutter die Wasserflasche zum Riechen, ohne sie zum Trinken zu zwingen, damit sie verstand, dass der Geruch von Menschen nicht bedrohlich war. Die Elefantenmutter holte tief Luft, ihre Ohren hingen leicht herab, ihre Augen waren immer noch angespannt, aber nicht mehr kurz davor, anzugreifen. Ethan überprüfte Narus Beinreflexe und nickte dann Jabari zu, um ihm zu signalisieren, dass Naru sofort zur Krankenstation gebracht werden müsse. Jabari deutete auf das Auto, dann auf Naru, als ob er um Erlaubnis bitten wollte, während er auf die Reaktion der zitternden Mutter wartete. Die Elefantenmutter stand still und atmete schwer, und in diesem Moment entstand Vertrauen aus der Angst, ihr Kalb zu verlieren. Ethan und Jabari breiteten eine dicke Plane über die Ladefläche des Lastwagens aus, um sich eine weiche Unterlage zu schaffen und so zu verhindern, dass ihre Wunden an der holprigen Straße rieben. Sie hoben Naru sehr vorsichtig hoch, hielten ihren Körper gerade und vermieden es, sie zu zerren, und legten sie dann auf die Plane, als wäre sie ein zerbrechliches Lebewesen. Ethan kletterte auf die Ladefläche des Lastwagens und setzte sich neben Naru, wobei er ihren Kopf festhielt, während Jabari langsam über die heißen, staubigen Schlaglöcher fuhr. Die Elefantenmutter lief dicht neben dem Lastwagen her und berührte gelegentlich mit ihrem Rüssel die Seite der Ladefläche, als ob sie den Herzschlag ihres Kalbs zählen würde. Nach ihrer Ankunft am Bahnhof öffneten sie den großen, überdachten Schuppen, dessen Boden mit trockenem Stroh und frischem Gras ausgelegt war und einen angenehmen, sauberen Geruch verströmte. Naru wurde ins Innere gebracht, und die Elefantenmutter wurde ebenfalls mitgeführt, damit sie nicht in Panik geriet, falls sie ihr Kalb aus den Augen verlor. Sofort trafen zwei medizinische Fachkräfte ein, die Narkosemittel, Nahtmaterial, Desinfektionsmittel und speziell für Großtiere entwickelte Verbände mitbrachten. Sie verabreichten die angemessene Dosis Narkosemittel, überwachten ihre Atmung genau und stellten sicher, dass Naru friedlich schlief, ohne dass sich ihr Zustand gefährlich verschlechterte. Nachdem Naru sicher fixiert war, wurde die Wunde gründlich gereinigt, Schmutz und Sand entfernt und anschließend sicher vernäht. Der neue Verband besteht aus mehreren Lagen und bietet so sowohl Schutz als auch Atmungsaktivität, wodurch die Wunde in der heißen Umgebung schnell trocknen kann. Ethan und Jabari standen neben der Elefantenmutter und flüsterten ununterbrochen, um ihr zu zeigen, dass ihr Kalb gerettet und nicht weggebracht wurde. Die Reinigungsaktion war beendet, und im ganzen Hühnerstall kehrte Stille ein, nur noch das gleichmäßige Atmen der Mutter und das Rascheln des Strohs unter den Füßen waren zu hören. Etwa 2 Stunden später ließ die Betäubung nach, und Naru öffnete langsam die Augen. Ihr Blick war noch müde, aber ihre Reflexe waren wieder da. Die Elefantenmutter rückte sofort näher, schützte ihr Kalb mit ihrem Körper vor dem heißen Wind und berührte dann mit ihrem Rüssel dessen Stirn, als wolle sie es zurückrufen. Naru versuchte, die Beine zu beugen und aufzustehen, schwankte einen Moment lang und stützte sich dann schwer auf die Brust ihrer Mutter, um ihr Gleichgewicht wieder zu erlangen. Das medizinische Personal beobachtete die Szene aus der Ferne und machte dabei keinen Lärm, um Naru, deren Körper noch schwach war, nicht zu erschrecken. Ein Bündel frisches Gras und ein Eimer sauberes Wasser wurden in den Hühnerstall gestellt, der frische Geruch ließ Naru vor Durst schwer schlucken. Naru aß in kleinen Schlucken und blickte dann zu ihrer Mutter auf, als ob ihr gerade bewusst geworden wäre, dass sie noch eine Chance zum Leben hatte.
Am ersten Tag stand die Elefantenmutter stets Wache vor der Tür, die Ohren weit geöffnet, aufmerksam auf jedes seltsame Geräusch von draußen. Ethan und Jabari hielten nur kurz an, um nachzusehen, und hielten Abstand, damit die Elefantenmutter und ihr Baby nicht vom menschlichen Geruch abhängig würden. Jeden Morgen machte Naru ein paar Schritte mehr, der Schmerz ihrer Wunden ließ nach, ihre Atmung stabilisierte sich allmählich und ihre Augen waren nicht mehr glasig. Die Verbände blieben sauber, zeigten keine Anzeichen einer Infektion, und die Stiche heilten von Tag zu Tag merklich. Die Elefantenmutter schob Naru gelegentlich sanft in Richtung Futtertrog, als wolle sie ihr Kalb daran erinnern, mehr zu fressen, um wieder zu Kräften zu kommen. Am 7. Tag entfernte das medizinische Personal die Verbände, überprüfte die Nähte und nickte anerkennend, als es sah, dass die Haut fest verheilt war. Naru versuchte, ein paar kurze Schritte im Käfig zu laufen, humpelte noch leicht, aber ihre Augen leuchteten vor Freude. Das Bahnhofstor öffnete sich im Sonnenlicht, die Elefantenmutter trat als erste heraus, gefolgt von Naru, die tief die Präriebrise einatmete. Aus der Ferne erschienen die Elefanten und näherten sich, und Naru betrat den vertrauten Schutzkreis, wie eine Heimkehr nach einem Sturm.